Beauty Talk. Heute zu Gast R&D-Managerin Viktoria Scherzinger. Die Frau, die mit einem Toilettenpapierröllchen Herzen gewinnt und Innovationen anschiebt. Wer sie ist? Röllchen-Queen, Papierenthusiastin und Mentorin mit Mission. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sie wurde, wer sie heute ist, warum sie seit 15 Jahren für diesen Job brennt und was es braucht, damit mehr Frauen den Weg in die Papierindustriebranche finden. Ganz viel Spaß beim Zuschauen und inspirieren lassen. Viktoria, so schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch, denn wir haben viele Themen, über die wir jetzt heute sprechen wollen. Und ich würde gerne direkt losstarten. Wenn du jetzt jemand Neues kennenlernst und dich einmal vorstellst und sagst, hey, ich bin Papieringenieurin, was ist da so die erste Reaktion? Wie reagieren die Leute da auf dich? Ja, erstmal hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mich total gefreut, dass ich auch heute mal da sein darf. Ja, es ist immer so, Papier, Papier, das kann man studieren. Mhm. Also die wenigsten Leute wissen, dass das ein Studiengang, eine Industriebranche ist. Ja, und dann steigst du direkt ein mit der Erklärung oder wie läuft das dann in der Regel? Auch gerade wenn du dann sagst, hey, ich bin R&D-Managerin bei WEPA, da können sich ja die wenigsten was drunter vorstellen, oder? Was ist dann deine Antwort da drauf? Ja, sag mal, in der Regel erzähle ich so ein bisschen, hey, überlegt mal, Papier, das sind Massenprodukte, die Mhm. müssen ja irgendwie industriell gefertigt werden, die wachsen nicht am Baum, also ne, der Rohstoff natürlich. Ähm, Erkläre so ein bisschen, wie das Studium aufgebaut ist, dass es auch ja, ein traditioneller Studiengang ist, den gibt's seit über 100 Jahren. Ja. Ähm, genau, und dann, ja, mein Job, ja, ist im Prinzip, ne, ich, entwickle Toilettenpapiere und das erzähle ich den Leuten dann halt. Und in der Regel, kommt dann häufig so das Feedback danach so: „Okay, ich werde jetzt nicht mehr einfach nur noch auf die Toilette gehen können.“ Ja, jetzt ist da mehr Wissen dahinter Genau. sozusagen, genau. Man merkt dir direkt an, wenn du so einsteigst, auch darüber zu sprechen, wie viel Leidenschaft da drin steckt, so für dich in diesem Job. Was Mhm. macht dir am meisten Spaß daran, ganz konkret? Kannst du das so zusammenfassen? Genau. Also, was macht mir Spaß an dem Job, an dem Produkt? Also, ich finde einfach Papier an sich total faszinierend. Papier, das ist ja die Fasern, das ist 'n Mhm. natürlicher Rohstoff, irgendwie lebend und, mit so ein bisschen, ich weiß nicht, Magie fast verbunden. Und Forschung und Entwicklung, es bedeutet, na ja, dass man halt immer wieder in neue Themen einsteigt, sich mit anderen Leuten vernetzt, ähm, ja, und irgendwie auch, technisch kreativ denken muss. Ja. Und, ja, so ein, Thema, was mir eigentlich so mit am meisten Spaß macht, ist so das Thema Prägung. Mhm. Also, hier zum Beispiel diese schönen Die Herzen, die hier Herzchen, draußen, die ja. nicht nur schön aussehen, sondern halt auch eine technische Funktion haben. Also, im Prinzip die Eigenschaften von so einem Fertigprodukt maßgeblich beeinflussen. Spannend, da gehen wir gleich gerne noch mal im Mhm. Detail drauf ein. Du bist ja schon sehr, sehr lange auch in dieser Branche aktiv. Gab es da für dich irgendwie so 'n Aha-Moment, an den du dich heute noch erinnerst, warum du dich damals als junge Viktoria für diesen Job entschieden hast? Also, sag mal, so richtig Aha-Moment eigentlich nicht. Also, ich habe ja im Prinzip mit reinem Maschinenbau damals in Darmstadt angefangen und, der Professor Schabel, der Professor für Technik in Darmstadt, wurde mir zufällig als Mentor zugeteilt Okay. und, hat dann irgendwie so, ja, Mentorengespräche angeboten, ganz am Anfang und dann noch mal im 3. Semester, um mal zu besprechen, wie ist das Vordiplom bisher gelaufen. Und Mhm. ich hatte zwischenzeitlich einen Kommilitonen kennengelernt, der wusste von vornherein, dass er das studieren wollte. Und genau, dann habe ich dieses Mentorengespräch so als Infogespräch genutzt und, ja, und dann fand ich das irgendwie total faszinierend, so diese Mischung aus Technik, ganz viel Chemie, dann diese ganzen papierspezifischen Fächer und, Mhm. ist 'n relativ kleiner Studiengang. Also, ich glaube, wir haben mit 10 Leuten angefangen in dem Jahr und über alle Jahrgänge im Hauptstudium waren wir 30 Leute. Oh, spannend, ja. Und, dann relativ, enger Kontakt zur Industrie. Also, du hast von vornherein bist in so 'n Netzwerk reingeschmissen und bist gleich irgendwie so wirst so aufgenommen in dieser familiären Mhm. Industrie irgendwie. Das fand ich alles ganz spannend. Aber schön, dass sich diese Faszination über die Jahre dann sozusagen trägt. Jetzt ist es dann ja wirklich dieser Faktor oder beziehungsweise deine Spezialdisziplin, wenn man das so sagen kann, ist Ah Hygienepapier. ja. Warum genau Hygienepapier? Was ist daran so reizvoll? Das hat sich irgendwann, ich glaube, das war in meinem Austauschjahr in Frankreich, da haben wir ein Praktikum gemacht und hatten unter anderem mit, Hygienepapieren dann eben so besondere Messungen gemacht und irgendwie fand ich das total faszinierend, dass man, nicht eine Halbfertigware herstellt,
Also wie jetzt zum Beispiel ein Ja. Zeitungsdruckpapier, dann habe ich dieses Papier und das geht dann an die Druckerei, die verarbeiten das zu 'nem Fertigprodukt und dann geht es zum Konsumenten. Und bei den Hygienepapieren hast du ja die gesamte Wertschöpfungskette Kette, Mhm. von der Faser bis hin zum Produkt, wie wir es nachher alle im Supermarkt kaufen können. Und Ja. das finde ich eigentlich einfach total faszinierend, so diese ganzen Schnittstellen und dann eben so den Kunden eben auch letztlich, den Ja. Endverbraucher im Blick zu haben. So die ganze Lebensphase sozusagen mit begleiten des Ja. Produkts. Ja, super schön, verstehe ich. Du hast damals dann, korrigiere mich gerne, wenn ich Mhm. nicht richtig informiert bin, als Projektassistentin angefangen, damals als einzige Frau im Team. Wie war das damals für dich, sich da auch so durchzuboxen in 'ner doch, ja, männerdominierten Welt? Also zum einen, ich war erst eben quasi die einzige Ingenieurin im Team. Da kam dann später noch eine Assistentin für das Team dazu, die halt quasi so das ganze Organisatorische fürs Team geregelt hat. So richtig durchboxen musste ich mich, glaube ich, nicht, weil es waren im Prinzip, ja, irgendwie lauter alte Hasen der WEPA. Alle irgendwie Experte auf ihrem Gebiet, sehr viel Erfahrung. Ich glaube, die meisten auch schon sehr lange bei WEPA. Und die haben mich eigentlich auch sehr gut aufgenommen und quasi an die Hand genommen und, ja, mich auch immer unterstützt, wenn ich irgendwie neue Ideen hatte und, genau, ja. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Das hält ja auch irgendwie die Faszination dann aufrecht, jetzt schon seit 15 Jahren. Du hast gerade schon gesagt, Prägung ist so total dein Ding und hast gerade schon mal kurz erzählt, diese Herzchen, die sind nicht nur auf der Rolle, weil es eben so nice aussieht, sondern die haben wirklich auch einen Sinn. Nimm uns da mal mit für die Menschen da draußen, die sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Wie Gerne. klickt da Technik und Design? Genau, also ich meine, zum einen, ne, gibt's, immer Vorgaben vom Marketing oder auch zum Teil von unseren Kunden, die halt Mhm. an uns herantreten und sagen: „Hey, wir wollen eine Exklusivprägung haben." Ja. Und dann gibt's gewisse Vorstellungen, soll das jetzt ein Herzchen sein, soll da ein Schäfchen drauf sein oder ein bestimmtes Muster? Und dann ist im Prinzip meine Aufgabe gemeinsam mit einem Lieferanten, die am Ende dann halt diese Prägewalze für uns gravieren, die dann auch die technischen Zeichnungen dafür erstellen, ist halt meine Aufgabe halt zu sagen: „Okay, das Design, wie kann ich das so umsetzen, dass, die Elemente gut verteilt sind übers Blatt? Wie sollen die Winkel aufgebaut sein?" Weil ich habe ja im Prinzip, ne, ich habe solche Pins, die Okay. eingraviert werden in einer bestimmten Höhe mit bestimmten Winkeln und je nachdem, wie ich das auslege, ähm, kann ich halt andere Effekte erzielen. Genau, und was die Winkel angeht, das ist so ein bisschen das Thema, okay, mit dem Prägen mache ich im Prinzip mein Basispapier ein Stück weit kaputt. Ja. Und das will ich natürlich möglichst gering halten, diesen ja, Ja. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Das ist super spannend. Danke dir fürs Erklären da in dem Fall. Man sieht dich auch die ganze Zeit, du streichelst diese Rolle, da ist irgendwie so 'ne Connection und ich weiß und Menschen, definitiv. die dir auf LinkedIn folgen, die wissen's mit Sicherheit auch schon, dieser Hashtag Röllchenqueen, der kommt ja nicht von ungefähr, oder? Also, man sieht jetzt diese Begeisterung, aber was steckt dahinter genau, hinter dem, den du dir so zu eigen gemacht hast? Ja. Ja. Also, im Prinzip den Hashtag hat, jemand anders geprägt für mich. Also, ich bin regelmäßig auf, Berufsmessen unterwegs, unterstütze den Verband Die Papierindustrie oder auch zum Teil WEPA auf Berufsmessen, Mhm. oder auch bei anderen Veranstaltungen, um eben junge Leute auf die Papierindustrie und auf WEPA aufmerksam zu machen. Und, da habe ich mir halt angewöhnt, auf diesen Messen stehe ich halt immer mit einem Röllchen in der Hand, weil ich meine, als Papieringenieurin, ich muss immer was anfassen. Also, Bist ein haptischer Mensch, ja. ja, ich glaube ja, alle Papieringenieure. Wenn 'n Papieringenieur nur gucken darf und nichts anfassen darf, das ist, glaube ich, Qual. Verstehe. Genau, und dann, hat irgendwann eben eine liebe Freundin beim Verband eben gemeint so: „Sag mal, Viktoria, also du, wenn man dich auf der Messe sieht, du stehst da, du streichelst so ganz zärtlich dein Röllchen, erklärst den Leuten, dass du eine Wertschätzung für dieses Produkt und dann kannst du das auch alles so toll erklären. Du bist einfach unsere Röllchen-Queen." Und so hat sich das dann, ne, und dann blieb das irgendwie dabei. Hat sie mir irgendwann so ein Plakat irgendwie mal für so eine Messe für Fotos gedruckt mit dem Hashtag und seitdem hat sich das irgendwie dann durchgesetzt und ich habe mir gedacht: „Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Das kann ich mir auch aneignen, diesen Hashtag." Ja, voll schön, voll schön. Zeichnet dich auch mit aus. Und es gibt ja so viele Rollen. Wir gehen auch gleich gerne noch mal auf das Nässe-Thema ein, wie du deine Begeisterung auch an andere Menschen, überträgst. Aber du bist ja noch so viel mehr. Du bist Ingenieurin, haben wir jetzt schon festgestellt, leidenschaftliche Röllchen-Queen. Du bist aber auch Mama, hast ein Team mit dir. Wie schaffst du das alles? Also, wie kriegst du diese Struktur am besten in deinen Alltag verteilt? Ähm, ja, also
letztlich irgendwie Prioritäten setzen, gut planen. Ich meine letztlich, ne, die meine 2 Jungs, die haben ja auch einen Papa, mit dem sie auch entsprechend Zeit Ja. verbringen. Also, da gute Absprachen, wer wann wie die Kinder betreut. Ähm, ja, Gab es auch also mal Momente, wo es geknirscht hat, so für dich persönlich, wo du gemerkt hast: „Hey, die Karriere entwickelt sich immer weiter, Familie ist natürlich auch einfach super wichtig und geht weiter“, wo du dann gemerkt hast: jetzt wird's irgendwie eng und dann ging es trotzdem? Was war da so dein Tool? das gibt's immer wieder mal. Mhm. Also, ich meine, es gibt immer wieder Phasen, wo ich viel auf Dienstreise bin. Jede Dienstreise für sich ist immer wieder spannend für mich. Ich mache das super gerne, bin gerne unterwegs und dann vielleicht auch irgendwie in 'nem internationalen Umfeld unterwegs. Aber wenn's dann zu viel wird und man zu Hause nicht mehr so richtig zur Ruhe kommen kann und irgendwie man das Gefühl hat, es bleibt irgendwie alles liegen, ähm, ja, bin ich schon auch manchmal auch einfach platt und denke: „Okay, es ist doch alles zu viel.“ Und dann wird's wieder ruhiger und dann denke ich: „Andi, es geht doch alles.“ Ja, Irgendwie ist da doch wieder Energie und das ist ja dann auch nicht nur Beruf und Familie, dann bin ich ehrenamtlich noch zum Teil, genau. im Kindergarten und, in Vereinen in der Papierindustrie aktiv. Ja. Ja, aber das begeistert mich alles und irgendwie, weiß ich nicht, hole ich für mich auch irgendwie Energie Mhm. aus solchen Aufgaben und aus gutem Austausch. Und ich glaube, das ist letztlich das, was mich so am Laufen hält Ja. wahrscheinlich. Total, diese Faszination und diese Leichtigkeit, die du damit auch so transportierst. Und genau wegen diesen aufgrund dieser vielen Aufgaben, die du auch so vereinst, ist ja auch ein Anliegen von dir, so habe ich das auch immer verstanden, auch noch mehr Frauen für die Papierindustrie Hm. zu begeistern und diesen tollen Job mit all diesen Facetten auch nach außen zu tragen. Wie sind da so die Reaktionen? Also, wie merkst du das hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten Jahren? Also, inwiefern sich's verändert hat? Schwer zu sagen. Habe ich jetzt keine Zahlen oder Mhm, Vergleiche klar. irgendwie. Aber also, ich merke, es kommt immer schon auch sehr gut an, wenn die jungen Frauen eine Frau am Stand auf der Mhm. Messe treffen und, ich finde auch, die stellen andere Fragen, ne? Die zum Teil kommt auch die Frage zur Vereinbarkeit, oder wie es überhaupt ist als Frau in einer männerdominierten Branche. Ja. Ja. Da kannst du's natürlich noch mal ganz anders so abholen. Hast du auch schon gemerkt, dass das die ersten Erfolge so für dich und für Weber, gebracht hat? Ja, also, es gibt immer mal wieder gute Kontakte und Frauen, wo man dann auch merkt, dass, ja, dass es was gebracht hat, sich mit ihr zu unterhalten Ja, und einfach auch zu zeigen: „Hey, das ist ein Job, das ist einer von vielen Jobs. Ich finde ihn total spannend, faszinierend. Das ist ein technischer Job. Das ist auch was für junge Frauen. ja, Probiert's aus, ja. schaut's euch an.“ Genau, deshalb sieht man dich ja auch so häufig auf diesen Messen und mit den Menschen im Gespräch. Warum liegt dir das so konkret am Herzen? Wie würdest du das für dich zusammenfassen selber? Ich glaube, es ist einfach so aus der eigenen Faszination für das Produkt, für den Job, Spaß am Job. Ähm, ja. Gibt es auch mal Fragen, grade auf diesen Messen oder vielleicht auch im privaten Bereich, wo, Frauen auf dich zukommen und sagen, weiß ich nicht, so ein technischer Job, Chemie, ob das was für mich ist? Wie gehst du dann damit um? Also, ich meine letztlich, ne, was ich eigentlich dann immer sage, ist: „Hey, also, keiner ist per se wegen seines Geschlechts schlecht in Genau. Mathe oder kann kein Physik.“ Ja. Also, auch wenn ich in der 11. Physik abgewählt habe, um dann Maschinenbau zu studieren. Ja, guck mal, was siehst du da auch noch nicht, ne? Ne, jeder hat unterschiedliche Neigungen, jeder kann letztlich alles lernen, wenn er's möchte. Ja, Und da absolut. einfach offen zu sein und sich halt auch nicht von irgendwelchen Vorurteilen irgendwie beeinflussen zu lassen. Und da einfach auch so 'n bisschen Mut machen, ne, für diese Ja, Branche generell. Ja, definitiv. ja. Und ich meine auch, ne, grade anfangs oder auch im Studium, also, ich habe eigentlich immer Männer oder Jungs irgendwie um mich gehabt. Mhm. Ähm, ja, also, das ist dann einfach für mich normal gewesen. Ja. Das habe ich dann auch nicht irgendwie als besonders angesehen mehr. Gibt's irgendwas, wo du im Nachhinein sagst, jetzt so der jungen Frau Viktoria Scherzinger, die vor 15 Jahren bei Wepa angefangen hat, wenn du der irgendwie was so mit auf den Weg geben könntest mit der Sicht von heute, was wäre das? Ich glaube einfach, hey, mach weiter, verfolg dein Ziel. Wenn du an irgendwas Spaß hast, mach's. Wenn irgendwas und wenn's bedeutet, irgendwie gegen den Strom zu schwimmen oder, vielleicht auch, irgendwo abzusagen, weil du denkst: „Na, ach, das ist es doch nicht so richtig“, Mhm. ja, mach's, trau dich. Ja. Du schaffst es. Viktoria, und als letzte Frage würde ich dir ganz gerne so ans Herz legen. Was wäre das
was du dir für die Zukunft wünschst. Für dich, für Wepa, für die Branche insgesamt. Wenn du so eine Kristallkugel hättest, was siehst du da? Das ist so eine große Frage. Okay, meine Kristall. Nein. Also ich glaube, zum einen würde ich mir insgesamt für die Industrie mehr Nachwuchs und vielleicht auch überhaupt so in der Gesellschaft mehr Awareness irgendwie für die Papierindustrie wünschen. Für junge Frauen, dass sie da an solche Themen offener rangehen, dass es weniger Vorurteile gibt Mhm. und ja, irgendwie vielleicht auch für uns Frauen der Papierindustrie noch mehr Sichtbarkeit. Also ich Ja, probiere ja sichtbar zu sein und absolut. bekomme immer das Feedback, hey, es ist toll, dass du sichtbar bist, Total. mach weiter. Ja. Ähm, ja. Und Ja. natürlich, also ich meine, dass die Leute nach wie vor Hygienepapiere benutzen und sich wohl damit fühlen. Genau. Und sich Gedanken machen darüber, wo es herkommt. Deshalb Und das wertschätzen natürlich auch, diese schönen Röllchen. absolut. Vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Für ganz viel mehr Sichtbarkeit für dich, für die Branche und dieses tolle Produkt. Vielen lieben Dank für deine Dankeschön. Zeit.